Hey, ich möchte euch gerne das neue AI Prototyping Dojo vorstellen. Spezifikationen funktionieren nicht, das wissen wir schon lange. Und deswegen machen wir Prototypen in der agilen Produktentwicklung und nicht nur da, sondern Architekten machen das auch, um Klarheit zu schaffen, was ist eigentlich die Idee, um Kommunikation zu ermöglichen, um diverse Perspektiven zu integrieren und statt einfach nur Sprache, unsere physische Umwelt, unseren Körper, unser Sehen, unser Hören, unser Fühlen, Tasten mit einzubeziehen, wenn es darum geht, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen in einem Team, was soll eigentlich gebaut werden, worum geht's hier und auch mit den Stakeholdern, was wollen die eigentlich von uns bekommen. Das ist der erste Punkt. Spezifikationen funktionieren nicht. Prototype to communicate, Prototype to align, Prototype to decide sind die Stichworte. Der zweite Punkt ist, wir liegen immer falsch mit unseren Ideen. Partiell falsch, aber mit Sicherheit falsch im Bereich Produktmanagement. Die Produktentwicklung ist so komplex, dass das, was wir uns ausdenken, niemals exakt das ist, was unser Nutzerkunde im Kopf hat, was er braucht. Das heißt, wir prototypen, um schnell und früh zu testen. Wir wollen rausfinden, liegen wir richtig mit unserer Problemhypothese? Ist die Lösung, die wir uns ausgedacht haben, die Lösung, die unser Kunde eigentlich unbedingt Nutzer haben möchte? Und ist die Lösung gut genug? Kennt ihr alles? Das sind die beiden großen Punkte, warum wir Prototyping machen. Also nichts Neues. Was total neu ist in dem Bereich ist, dass KI durch Tools wie vZero, Cursor, Lovable und so weiter nicht nur die Entwicklung beschleunigt, wie wir neue Produkte bauen, sondern auch beschleunigt und verändert, wie wir in die Lage versetzt werden durch Leute wie mich, die eigentlich nicht so gut coden können, vollständige Produkte zu bauen. Ich habe schon mal hier gesagt, Englisch ist die neue Programmiersprache. Wir können mit Englisch ein Produkt bauen. Und das ist nicht ganz so einfach. Das heißt, es ist nicht einfach nur Englisch. Man braucht ein bisschen mehr. Und deswegen haben wir das AI Prototyping Dojo gestartet. Und ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, was euch da erwartet. Okay, das ist die Session Schedule. Es sind vier Sessions von jeweils einem kurzen Nachmittag. Discovery und Tool Setup. Hier werden wir mit einem essentiellen Thema anfangen, nämlich der Frage, was wollt ihr überhaupt prototypen? Der erste größte Fehler, wenn wir ins AI Prototyping einsteigen, ist nicht genau zu wissen, was wir wollen. Wir verlieren hier irgendwie ein bisschen unsere Produkt-Skills, nämlich Problem Framing und Discovery. Ja, das machen wir natürlich und wir wollen auch wissen, was eigentlich genau die Idee ist. Und hierfür nutzen wir KI, um erstmal euren ersten Prompt zu gestalten und wir schaffen das Tool-Setup, damit ihr loslegen könnt. Ist auch typischerweise immer erstmal ein Hassle, um richtig gut starten zu können und wir erklären euch auch, welches Tool ihr eigentlich in welchem Kontext am besten verwendet. In der zweiten Session beschäftigen wir uns mit dem Thema Spezifikationen funktionieren nicht. Also wir prototypen, um zu kommunizieren. Ihr baut einen Prototyp, um eure Stakeholder von einer Idee zu begeistern. Ihr baut einen Prototyp, um mit eurem Team eine Idee zu diskutieren. Oder vielleicht auch nur mit euch selbst, um Klarheit zu schaffen, was ihr eigentlich bauen könnt und wollt. Und in der dritten Session werden wir uns dann mit dem Thema Prototype to Test beschäftigen. Nämlich Prototypes so zu designen, dass sie gut sind für Validation. Hier gibt es ein Thema, da wir mit KI-Tools prototypen und die immer so super eifrig sind, machen sie das, was Junior-Entwickler gerne auch tun, nämlich zu viel bauen. Und das ist das Schlechteste, was man haben kann in einem Test. Und wir zeigen euch, wie ihr jetzt zum Beispiel für einen Design Sprint am Donnerstag einen Prototypen mit KI entwickeln könnt, der deutlich schneller, deutlich schneller zu entwickeln ist, leichter zu entwickeln ist und deutlich besser zu eurer Produktidee passt als alles, was ihr vorher gesehen habt. Und der ist dafür da, um am Freitag dann mit euren Nutzern zu testen. Und in der vierten Session beschäftigen wir uns mit einer offenen Frage, nämlich der Frage, wie könnt ihr das, was ihr in dem Workshop hier mit uns gelernt habt, in eure tägliche Praxis überführen? Was heißt, ihr habt vielleicht was gebaut, was ihr weitertragen wollt? Wie integriert ihr das in Umgebungen? Und beschäftigen uns hier mit weiteren KI-Themen, die wichtig sind, damit ihr das, was ihr gelernt habt, auch weiter wertschöpfend in eurer Organisation oder für euch selber umsetzen könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei mitmacht.